Hallo, mein Name ist Michael und ich bin Autor und Komponist von Videospielen. In dieser Videoreihe würde ich ganz gerne über verschiedene Aspekte bei der Gestaltung von Spielen sprechen. Das können so Sachen sein wie zum Beispiel die Geschichten von Spielen oder über die Musik oder bestimmte Designelemente, die besonders hervorstechen. Und heute möchte ich gerne mit einem Thema einsteigen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar die Kamera in Horrorspielen. Survival-Horrorspiele. Sie mögen zwar bis auf wenige Ausnahmen nicht den Massengeschmack der meisten Spieler treffen, aber sie sind nicht mehr aus der bunten Landschaft der Videospiele wegzudenken. Von den ersten Gehversuchen wie Project Firestart auf dem Commodore 64 über Festigungen von Gameplay-Mechaniken wie in Alone in the Dark bis hin zu kommerziellen Durchbruch mit Resident Evil, das Genre kann auf eine lange Historie zurückblicken und Fans erfreuen sich an einer ungeheuren kreativen Vielfalt. Die goldene Ära hatte das Survival-Horror-Genre zur Zeit der PlayStation 1 und 2, als viele Entwickler den Erfolg von Resident Evil nacheifern wollten. Jenes war auch das Spiel, das gemeinsam mit Alone in the Dark eine wichtige Eigenschaft in der Präsentation vorgegeben hat: die festen Kamerawinkel. Obwohl es durchaus möglich war, Umgebungen komplett in 3D darzustellen, wie es etwa Silent Hill oder Project Zero gemacht haben, entschieden sich viele Entwickler für Kamerapositionen, die an einen Film erinnern. Die Kamera wechselt die Perspektive eigenständig in Ansichten, die auf kunstvolle, ästhetische Bildkompositionen im Sinn haben, die sich an Gestaltungstheorien des Kinos orientieren. Um trotz der technischen Limitierungen der ersten PlayStation einen cinematischen Look erzeugen zu können, griff man zu vorgerenderten Hintergründen, durch die sich Polygonfiguren bewegt haben. Als später vor allem auf der PlayStation 2 und der Xbox auch komplett dreidimensionale Umgebungen möglich waren, wurde das für dramatische Kamerafahrten genutzt. Man hatte zuweilen das Gefühl, einen interaktiven Film zu spielen. Als die HD-Version der Resident Evil Origins Collection erschienen ist, waren viele neue Spieler reichlich desorientiert und hatten mit der ständigen Umorientierung mächtig zu kämpfen, was sicherlich auch an den Tank-Controls lag. Mittlerweile sind Survival-Horror-Spiele auch zu weiten Teilen auf die Ich-Perspektive umgestiegen, wie zuletzt sogar der 7. Teil der Resident Evil-Reihe selbst. Man hat sich da dem Publikum gebeugt und das umgesetzt, was viele Spieler laut Feedback als die beste Lösung empfinden: volle Kontrolle über Kamera und Figur. Doch dabei ist gerade der Kontrollverlust der Sinn und Zweck von den festen Kameraeinstellungen der früheren Survival-Horror-Spiele gewesen. Zum einen hatten die Entwickler mehr Kontrolle darüber, wie die Umgebung dem Spieler nahegebracht wird. Die erwähnten Kamerafahrten waren direkt in das Spielgeschehen eingebunden und wurden noch vollzogen, während man die Spielfigur gesteuert hat. Die unterschiedlichen Wirkungsweisen von Kameratechniken und Spielperspektiven kann man eigentlich ganz cool an der Fatal Frame-Reihe sehen. Der zweite Teil, Crimson Butterfly, wurde gleich 3-mal aufgelegt. Wir können uns hier als Beispiel eine Szene ansehen, in der die beiden Protagonistinnen Mio und Mario einen Gang entlang laufen, wo sie am Ende einen Geist erblicken.
Während wir es in der Urfassung mit verschiedenen Kameraperspektiven zu tun haben, hat man in der Xbox Neuauflage, dem Director's Cut, die Möglichkeit, das Geschehen in die Ich-Perspektive zu setzen. Das Wii-Remake setzt wiederum auf eine Schulterperspektive, wie wir sie aus den neueren Resident Evils kennen. In der Wii-Version mussten sogar extra Anpassungen gemacht werden. Schaut euch einmal an, wie die Laken die Sicht versperren oder das Timing des Geistes ganz anders gesetzt wird. Diese einfache Szene wirkt durch diese 3 unterschiedlichen Kameratechniken komplett anders. 3 unterschiedliche Arten der Kameraführung, 3 unterschiedliche Stärken und Schwächen. Es liegt an den Game Designer, diese unterschiedlichen Vor- und Nachteile zu erkennen und in sein Konzept einzuarbeiten. Wenn wir zum Beispiel bei der Schulterperspektive gleich bleiben wollen, so sind die Resident Evil Spiele ab Resident Evil 4 echte Meister darin, diese zu nutzen. Ich meine, ihr könnt es ja gerade selbst sehen. Sie ist gerade für ein Gameplay, wo man die Pistole laufend im Anschlag hat, sehr effektiv. This thing broken? Aber durch den Verlust von festen Kameraperspektiven geht ein weiteres wichtiges dramaturgisches Kernelement verloren. Die Angst vor dem, was wir zwar hören, aber nicht sehen können. What the? Das Radio in Silent Hill hat zwar Gegner in der Nähe angekündigt, aber man wusste nie so wirklich, wo sie sich genau im Raum befanden. Auch in anderen Survival-Horror-Spielen musste man sich stark auf sein Gehör verlassen, um eine Gefahr früh genug erkennen zu können. Der Verlust einer allumfassenden Übersicht macht in Kombination mit einer schwerfälligen Steuerung die Spielfigur verletzlicher. Es sind in Horrorspielen normalerweise Charaktere, die ihre Lage nicht komplett im Griff haben. Und dazu zählt auch die Vorahnung, dass einem etwas aus einer dunklen Ecke angreifen könnte. Dass man den Raum nicht sofort in seiner Gänze einschätzen kann, trägt nur zum Unsicherheitsgefühl bei. Mit dem Wechsel zur Ich-Perspektive verlagert sich der Fokus bei der Inszenierung des Raums. Wichtig ist nun, welche Punkte durch die Beleuchtung, sei es durch die gegebenen im Raum selbst oder die Reichweite der eigenen Taschenlampe, beim Eintreten direkt sichtbar wird. Die Herausforderung, eine gewünschte Raumwirkung zu erzielen, ist nun größer geworden, da der Spieler prinzipiell jederzeit in der Lage ist, seine eigene Sicht zu verändern. Jedenfalls solange man nicht auf den müden Trick zurückgreifen möchte, die Ich-Perspektive in einer Pseudo-Cutscene zu führen, was vor allem durch Spiele wie Call of Duty salonfähig gemacht wurde. Keine Frage. Die Ich-Perspektive bringt für Survival-Horror-Spiele unbestreitbar viele Vorteile. Sie kann die Immersion erhöhen, sie ist für viele Spiele deutlich zugänglicher und Spielewelten lassen sich im besten Fall intensiver erfahren, als wenn man von außen seine Spielfigur betrachtet. Doch wenn die Ich-Perspektive oder die Räume, durch die man sich bewegt, in irgendeiner Art und Weise schlecht inszeniert sind, dann wirkt es ironischerweise statischer als in, statischen Kameras selbst. Und doch, die festen Kameraperspektiven waren ein wichtiges Erzählelement, das ich gerne wieder öfter sehen würde. Eines der wenigen aktuellen Beispiele ist White Knight, das mich angenehm daran erinnert hat, wie sich das Survival-Horror-Genre früher angefühlt hat.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die erste Folge vom Polygon Planet angeschaut habt oder Polygon Planet, wenn euch die englische Bezeichnung lieber ist. Ich habe vor, dieses Essay-Format auf Kollisionsabfrage weiterzuführen. Dort sind wir bisher immer mit dem Mehrspieler-Podcast unterwegs gewesen und mit Mehrspieler-Shotcut, aber ich habe immer irgendwas gesucht, wo man vielleicht mehr in die Essay-Richtung gehen kann und wo man ein bisschen mehr über Designelemente von Spielen sprechen kann, und das soll Polygon Planet auf jeden Fall werden. Da möchte ich dann verschiedene Designelemente von Spielen rauspicken oder vielleicht besondere Sachen, die in Spielen aufgefallen sind, und darüber ganz gerne in diesem Format sprechen. Immer schön kompakt in diesen 10-Minuten-Blöcken. Aber natürlich soll dieses Format auch Leute erreichen, also in dem speziellen Fall natürlich euch. Und es würde mir unglaublich helfen, wenn ihr mir Feedback gebt. Was soll ich besser machen? Was muss man vielleicht noch irgendwie anders umgestalten? Oder vielleicht auch, welche Themen wollt ihr in Zukunft vielleicht sehen? Vielleicht habt ihr auch eine Idee oder irgendwas, wo ihr denkt, so wow, das sollte Micha sich auf jeden Fall mal angucken und vielleicht einen kleinen Beitrag daraus machen. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Anregungen. Die könnt ihr hier natürlich hier unten in den Kommentarbereich, das macht man so bei YouTube, ne? Hier nach unten zeigen und in den Kommentarbereich hinterlassen. Oder ihr findet mich natürlich auch auf Twitter oder ihr könnt mich auch auf der Webseite von Kollisionsabfrage erreichen oder einfach schlicht per E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Das würde mir sehr, sehr helfen, dieses Format ein bisschen weiter auszubauen, weiter daran zu feilen, es immer ein Stück besser zu machen, weil ich möchte ja auch, dass es euch gefällt. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.